Hallo, liebe Häkelfreunde! Dieses Mal zeige ich euch 5 Bündchenarten, die mir besonders gut gefallen. Los geht es mit dem Bündchen, das aus reinen Kettmaschen besteht. Zunächst einmal mache ich eine Anfangsschlinge. Und dann mache ich so viel Luftmaschen so hoch, wie mein Bündchen sein soll. Ich habe jetzt einfach mal 7 gemacht, das ist eigentlich zu wenig für ein Bündchen, aber zum Zeigen, dann geht es einfach schneller. Ich drehe meine Luftmaschenketten immer auf die Rückseite und häkle in diese hinteren Schlaufen. Ich steche in die Schlaufe ein, hole den Faden durch und für dieses Bündchen ziehe ich ihn gleich durch die Schlaufe auf der Nadel. Das ist eine Kettmasche. Mein erstes Bündchen besteht ja nur aus Kettmaschen. Und so mache ich weiter. Einfach in die hinteren Schlaufen durchziehen, hoppla, so, und nochmal durchziehen. Durchstechen, Faden holen, durchziehen und nochmal durchziehen. So sieht das dann aus. Ich mache eine Wendeluftmasche, drehe das um und dann häkle ich für Bündchen generell immer nur in die hinteren Schlaufen. Also immer nur in diese hinteren Maschenglieder. Und dann mache ich im Endeffekt auch wieder Kettmaschen. Ich steche ein, hole den Faden, ziehe ihn durch und ziehe ihn durch die Schlaufe auf der Nadel. Einstechen, durchholen und durchholen. Das ist nach 2 Reihen. Ich mache wieder eine Wendeluftmasche und mache das gleiche wieder in die hinteren Schlaufen. Kettmaschen häkeln. Das ist auch schon alles. Und das ergibt dann dieses Bündchen. Das sieht von beiden Seiten sehr gut aus und es ist sehr, sehr elastisch. Seht ihr? Eins der absoluten Standardbündchen. Für das nächste Bündchen starte ich wieder mit einer Luftmaschenkette und häkle wieder in diese hinteren Schlaufen. Dieses Mal mache ich feste Maschen. Ich steche ein, hole den Faden durch. Dann habe ich 2 Schlaufen auf der Nadel. Dann hole ich den Faden nochmal und ziehe ihn durch beide Schlaufen durch. Das ist eine feste Masche und das ist auch schon alles. Einstechen, Faden holen, Faden nochmal holen und durch beide Schlaufen ziehen. So sieht das aus. Eine Reihe feste Maschen. Ich mache eine Wendeluftmasche, drehe das
und häkle wiederum in die hinteren Maschenglieder und auch wieder feste Maschen. So, mach wieder eine Wendeluftmasche und häkle wieder in die hinteren Schlaufen feste Maschen. Und so geht das hin und her, bis ich dann mein Bündchen habe. Und das sieht so aus. Es kann von beiden Seiten genutzt werden und ist ebenfalls schön elastisch. Nicht ganz so wie das mit Kettenmaschen, aber elastisch. So, bei der dritten Variante, da häkeln wir halbe Stäbchen. Umschlag nehmen, einstechen, Faden holen, dann habe ich 3 Schlaufen, Umschlag also Faden holen und dann durch alle Schlaufen ziehen. So sieht das aus. Und wie bei den anderen zuvor eine Wendeluftmasche drehen und in die hinteren Schlaufen einfach nur halbe Stäbchen häkeln. In Hin- und Rückreihen halbe Stäbchen. Und wenn ihr das dann soweit habt, auf größerer Fläche sieht das so aus. Kann auch von beiden Seiten verwendet werden und ist auch ein bisschen elastisch, nicht ganz so wie die anderen beiden. Letztendlich nimmt das immer ab. Wenn ich die 3 habe, das ist das, was am meisten elastisch ist, das ist okay und das weniger. Jetzt komme ich zu Bündchen, das in die eine Richtung eine Maschenart hat und in die andere Richtung eine andere Maschenart. So, wir fangen an mit Kettmaschen mit Umschlag. Ich nehme einen Umschlag, steche ein, hole den Faden durch und dann ziehe ich diesen durch die beiden Schlaufen durch. So, Umschlag, durchstechen, Faden holen und dann tue ich mich leichter, wenn ich hier das in der Mitte etwas runterziehe und hole das so durch. Mittig runterziehen und durch. So, das ist die erste Reihe. Und jetzt in die zweite, in die Rückreihe, erstmal eine Wendeluftmasche,
Da mache ich jetzt Kettmaschen und zwar in das hintere Maschenglied wieder, aber Kettmaschen, normale. Ich mache wieder eine Wendeluftmasche, drehe und jetzt mache ich wieder Kettmaschen mit Umschlag, aber auch wieder in die hintere Schlaufe. Nehme den Umschlag, steche in die hintere Schlaufe ein, hole den Faden durch, halte in der Mitte fest und ziehe durch. Und das mache ich die ganze Reihe entlang. So, mache wieder eine Wendeluftmasche und jetzt seht ihr hier schon, sieht es richtig gut aus. Jetzt kommt wieder eine Reihe mit Kettmaschen. So, und so geht das hin und her, aber halt im Wechsel zwischen Kettmaschen mit Umschlag und in der nächsten Reihe Kettmaschen ohne Umschlag. Mit Umschlag, ohne Umschlag, mit Umschlag, ohne Umschlag. Und das sieht dann so aus. Das ist eins meiner wirklich liebsten Bündchen, wenn nicht sogar mein allerliebstes Bündchen. Das sieht von der anderen Seite so aus. Das ist jetzt nicht die schöne Seite. Und das ist die schöne Seite und ich liebe es. Das sieht richtig schön aus. Und es ist elastisch. Seht ihr? Also das ist wirklich mein absolutes Lieblingsbündchen. Für mein 5. und letztes Bündchen fange ich an mit halben Stäbchen. Ich drehe um, nehme einen Umschlag und mache ein halbes Stäbchen in die erste Masche und in die zweite und so weiter, die ganze Reihe entlang. So, ich mache eine Wendeluftmasche, drehe um und mache jetzt Kettmaschen, ganz normale Kettmaschen in die hinteren Schlaufen. Dann mache ich wieder eine Wendeluftmasche, drehe um und mache halbe Stäbchen in die hinteren Schlaufen. Und nach der Wendeluftmasche geht es wieder mit Kettmaschen in die hinteren Schlaufen weiter. Wenn ihr das habt, dann sieht es so aus. Das mag ich auch sehr gerne. Ist ein sehr schönes Bündchen, auch elastisch. Das ist die andere Seite. Man könnte es genauso von der anderen Seite nutzen, aber mir gefällt das mit den Rippen viel besser. Und so sieht das aus.
Und hier habe ich alle meine Bündchen beieinander. So. Das ist mein absoluter Favorit. Das auch und das auch. Das ist halt das, was wirklich sehr elastisch ist. Ich freue mich, wenn ihr bis hierher dabei wart. Und nächste Woche schaffe ich wahrscheinlich es nicht, ein Video zu machen, aber eine Woche drauf, also in 2 Wochen. Wenn euch meine Videos gefallen, freue ich mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert und die Videos liked. Bis bald!